Servus zusammen, im heutigen kurzen Video möchten wir mal einen Blick darauf werfen, wie Kings of War eigentlich funktioniert. Dazu werden wir in kleinen einzelnen Abschnitten uns die verschiedenen Phasen, die während eines Spielzugs bzw. einer Spielrunde ablaufen, uns ansehen. Vorneweg vielleicht noch bei ein paar Informationen für jemanden, der vielleicht überhaupt noch keine Ahnung hat von Kings of War. Ich habe hier mal unser Spielfeld aufgebaut. Das sind ungefähr 400 Punkte pro Seite. Und ihr seht schon, Kings of War ist ein Rank-and-File-Spielsystem. Könnte man zum Beispiel kennen vom alten Warhammer Fantasy von früher. Und das, was wir hier sehen, ist eben nur ein kleiner Ausschnitt. Ein reguläres Spiel hat normalerweise 2000 bis 2300 Punkte Größe, also doch noch ein ganzes Stück größer als das, was ihr hier aktuell seht. Falls es nur jetzt noch jemanden natürlich interessieren sollte, es gibt bereits ein längeres Video, das 1,5 Stunden dauert, wo wir im Zuge eines Battle Reports auch alle Sachen nochmal durchnehmen, etwas mehr im Detail, als das hier passiert im Video. Das könnt ihr auch gerne im Nachhinein ansehen und dazu werde ich euch dieses Video auch hier in der Videobeschreibung verlinken, falls das eben jemanden interessieren sollte im Anschluss. Ich hätte gesagt, lasst uns gleich mal mit der ersten Phase starten, und zwar der Bewegungsphase. Hier könnt ihr euch mit all euren Truppen bewegen, die ihr bewegen wollt. Ihr seid jetzt nicht dazu verpflichtet, euch mit euren Truppen zu bewegen, aber alles, was an Bewegung im Spiel stattfindet, wird hier in dieser ersten Phase durchgeführt. Jetzt noch am Anfang gibt es noch keine anderen Aktivitäten, die wir zu Anfang einer neuen Runde, eines neuen Zuges durchführen müssen. Daher können wir hier in die Bewegungsphase gehen. Wie gesagt, in dieser Bewegungsphase kann sich jetzt jede Einheit bewegen. Dazu hat eine Einheit einen Speedwert in ihrem Profil angegeben. Der wäre zum Beispiel hier bei den Goblins 5. Die könnten sich also in ihrer Bewegungsphase jetzt bis zu 5 Zoll weit nach vorne bewegen und hätten während dieser Bewegung auch die Möglichkeit, sich einmal bis zu 90 Grad zu drehen. Das könnten wir zum Beispiel mit den Ogern hier jetzt zeigen auf der linken Seite. Diese hätten jetzt auch die Möglichkeit, sich normal zu bewegen, haben einen Speedwert im Profil von 6 Zoll, können sich also mit einer normalen Bewegung bis zu 6 Zoll weit bewegen. Und das könnten wir hier jetzt zum Beispiel machen, indem wir uns zuerst 2 Zoll nach vorne bewegen, dann eine kostenlose Drehung von bis zu 90 Grad durchführen und im Anschluss noch 4 Zoll zur Verfügung hätten, um uns weiter nach vorne zu bewegen. Damit wäre die Bewegung dieser Einheit abgeschlossen. Eine weitere Möglichkeit, uns zu bewegen, wäre Add the Double. Das ist quasi eine Marschbewegung und bedeutet nichts anderes, als wie eure Einheiten können sich das Doppelte von diesem Wert bewegen, der als Speed im Profil angegeben ist. Bei unserer zweiten Ogre-Einheit wären das wieder 6 Zoll im Profil, also maximal 12 Zoll at the double, falls wir das möchten. Ist dann schon, wenn wir hier schauen, eine ganz schöne Weite, die man damit kommt. Hat aber den Nachteil, man muss sich hier im Regelfall, außer man hat irgendwelche Ausnahmen, in einer geraden Linie bewegen und hat keine Möglichkeit, sich zu drehen. Diese Einheit Bogenschützen hat sich hier ebenfalls at the double bewegt auf den Hügel, um eine bessere Position zu bekommen. Und was hier vielleicht noch relevant zu sagen wäre, hätten wir jetzt zum Beispiel eine fliegende Einheit, dann würde die Bewegung an und für sich auf die gleiche Art und Weise funktionieren, nur halt mit dem Unterschied, dass man sich über Hindernisse und andere Einheiten hinweg bewegen kann, was uns eben im Fall von unseren Einheiten so nicht möglich ist. Natürlich ist das nun mal die Grundlage zur Bewegung. Da gibt es natürlich noch viel mehr zu sagen. Zum Beispiel
haben sich hier jetzt unsere Eisner-Yards bewegt und diese mussten sich aber hier vor dem Wald positionieren und konnten nicht in den Wald gehen, weil ihre Bewegung nicht ausgereicht hat. Mit 5 Zoll sind sie nur bis zum Wald gekommen, weil man eben on the double auch nicht durch ein Hindernis, wie zum Beispiel einen Wald, gehen kann. Da muss man eben vorher stoppen, daher maximal die Bewegungsmöglichkeit der 5 Zoll, die wir hier maximal ausnutzen konnten. Wenn die Bewegungsphase abgeschlossen ist, wechselt man in die Schussphase. Dort habt ihr die Möglichkeit, alle eure Einheiten zu aktivieren, die Fernkampfwaffen benutzen können, oder auch zum Beispiel Zaubersprüche werden hier verwendet. In unserem Fall hier sind wir im Spielerzug der Northern Alliance auf der rechten Seite. Diese Einheit mit den Speeren haben Fernkampfwaffen, können diese also jetzt in der Fernkampfphase einsetzen. Dazu ist bei den Waffen angegeben, welche Reichweite die haben. Im Fall unserer Javelins sind das 12 Zoll, was einfach nur aussagt, diese Einheit kann Ziele in bis zu 12 Zoll Entfernung beschießen in der Schussphase. Dazu kann man jederzeit von der Einheit weg die Reichweite messen. 12 Zoll, wir sehen, wir haben als Ziel die Goblins, die wir auswählen können. Es wird dabei auch geschaut von einem imaginären Punkt hier vorne. Das ist der sogenannte Leader Point in der Mitte der Base. Von dort aus wird immer geprüft, ob man Sichtlinien hat. Also wird von hier quasi geschaut, ob man hier eine Linie ziehen kann zur Zieleinheit. Das können wir, also können wir diese sehen. Und wir haben auch bereits ausgemessen, dass wir uns innerhalb von 12 Zoll Reichweite befinden, also können diese Fernkampfwaffen der Einheit abgefeuert werden. Als nächstes muss man das Ziel erstmal treffen. Um das zu erreichen, sieht man wieder im Profil nach, wie viele Attacken die Einheit hat. Im Fall unserer Northern Alliance Pack Hunter Einheit haben diese 12 Attacken im Profil, also 12 Schuss. Dafür nimmt man sich pro Attacke jetzt einen Würfel, also insgesamt 12 Würfel, und führt einen Trefferwurf durch. Ein Trefferwurf ist dann erfolgreich, wenn man sich wieder das Profil der schießenden Einheit ansieht. Dort gibt es dann einen Range-Wert, der ist in unserem Fall bei dieser Einheit 4+. Also jeder 4 oder höher, die jetzt angezeigt wird beim Trefferwurf, ist ein erfolgreicher Treffer. Wir haben hier also 5 Treffer erzielt und die restlichen Würfel haben leider nicht getroffen. Nachdem hier jetzt erfolgreich getroffen wurde, ist es natürlich noch notwendig, dass ihr auch eine Verwundung durchführt bei der Zieleinheit. Dafür ist es notwendig, den Verwundungswurf zu machen. Ihr nehmt euch also eine Anzahl Würfel, die der Anzahl entspricht, die ihr gerade getroffen habt, in unserem Beispiel 5 Treffer, und seht euch nun auf der Zieleinheit, das wären die Goblin-Bogenschützen, deren Defense-Wert an. Das muss euch im Regelfall dann euer Gegenspieler, euer Mitspieler sagen, welchen Defense-Wert eben seine Einheit hat. Im Fall unserer Goblins ist das eine 3+. Wir würden also nun auf die 3+ oder höher jeweils mit jedem Würfel eine Wunde verursachen. Hier können noch zusätzliche Sonderregeln zum Tragen kommen, wie zum Beispiel bei den Javelins, die wir gerade einsetzen, denn diese haben Piercing, verwunden also bereits um eines besser. Somit wird eigentlich jedes Würfelergebnis um 1 verbessert. Also eine 2 zum Beispiel wird dann zu einer 3, würde also in diesem Fall auch verwunden. Also brauchen wir nicht eine 3 oder höher, sondern uns würden hier bereits 2 oder höher Ergebnisse reichen, um zu verwunden.
Wir sehen auch hier schon, alle 5 Treffer haben auch verwundet. Wir haben hier sogar einen Zweier dabei. Dieser würde normalerweise rein vom Defense-Wert der Goblins nicht treffen, da wir aber dieses Piercing haben, würde auch das nun treffen und wir machen ganze 5 statt nur 4 Wunden. Nachdem nun diese Verwundungen verursacht wurden, wird das auf irgendeine Art und Weise bei der Einheit markiert, die eben beschossen worden ist. Zum Beispiel, indem man hier neben die Einheit oder besser noch hinter die Einheit einen Würfel hinlegt, um anzuzeigen, wie viel Schaden diese bereits im Spiel erlitten hat. Auf diese Art und Weise wird jetzt weiter fortgefahren während des Spiels, während dieser Schussphase, bis eben alle Einheiten der Seite, die gerade am Zug ist, fertig ist mit ihren Schüssen und keine Einheiten eben mehr zur Verfügung stehen, die noch Schusswaffen abfeuern könnten. Am Ende der Beschussphase, wenn das abgeschlossen ist und auch sämtliche Zaubersprüche natürlich angewendet wurden, wie ich vorhin schon sagte, dann müssen noch sogenannte Nerf-Tests durchgeführt werden für alle Einheiten, und zwar für diese Einheiten, die einen Schaden in dieser Schussphase erlitten haben. Das ist bei Kings of War quasi sowas wie der Moralwerttest und ist auch dafür nötig, um festzustellen, ob eben Einheiten vernichtet sind, weil keine Einzelmodelle eben aus den Einheiten entfernt werden. Um nun so einen Nerf-Test durchzuführen, nimmt der aktive Spieler, in dem Fall die rechte Seite Northern Alliance, 2 Würfel und macht für jede Einheit diesen Nerf-Test. Im Beispiel hier haben wir nur die Goblin-Bogenschützen auf der linken Seite, die Schaden erlitten haben, und der Spieler, der diesen Schaden verursacht hat, würfelt nun 2 Würfel, eine 1 und eine 4, addiert diese beiden Werte zusammen, ergibt eine 5 und addiert noch den Schaden der Einheit hinzu, was ebenfalls eine 5 ist, also insgesamt ein Ergebnis von 10. Dieses Ergebnis wird nun verglichen mit diesen Nerf-Werten der Einheit, davon gibt es immer 2, einen niedrigeren und einen höheren Wert. Im Fall der Goblins ist dieser 12, 14, mit 10 ist man unter beiden Werten, also der Einheit passiert nichts, die Goblin können ganz normal weiter im Spiel agieren. Hätte man eine 12 oder 13 gewürfelt, würde die Einheit in ihrer nächsten Aktivierung nicht so gut agieren können, und hätten wir nur hier eine 14 oder eine 15 bzw. irgendetwas höher gewürfelt als das, wäre die Einheit als Verlust aus dem Spiel entfernt worden. Kommen wir also nun zur Nahkampfphase. Das Spiel ist hier in dieser Situation schon ein bisschen weiter vorangeschritten. Einzelne Einheiten, wie wir hier sehen, haben schon Schaden erlitten. Andere Einheiten sind schon komplett aus dem Spiel entfernt als Verluste. Und wir wollen uns jetzt speziell hier einmal so einen Nahkampf ansehen. Grundsätzlich, was ist zum Nahkampf zu sagen? Im Großen und Ganzen funktioniert er genau gleich wie auch die Beschussphase vorhin. Also man hat einen Trefferwurf, einen Verwundungswurf und im Anschluss dann führt man als aktiver Spieler den Nerf-Test für die Einheiten durch, die Schaden erlitten haben. Es gibt jedoch ein paar Unterschiede, zum Beispiel eben müssen die Einheiten im Spezifischen hier im Base-to-Base-Kontakt zueinander sein, wie wir das hier bei unseren Ogern auf der rechten Seite haben, die jetzt dabei sind, die Trolle anzugreifen. Wie bereits gesagt, der Ablauf ist der identische, also man schaut ins Profil der attackierenden Einheit, den Ogre-Kriegern in diesem Fall, sieht, diese haben im Profil 9 Attacken. Das ist die Anzahl der Würfel, die nun geworfen werden, um das Ziel zu treffen. Um jetzt zu wissen, welchen Wert wir brauchen, um einen erfolgreichen Treffer durchzuführen, sieht man sich ebenfalls das Profil der Ogre-Einheit an und dort den ME-Wert für Melee und stellt fest, diese haben einen Melee-Wert von 3+, also jede 3 oder höher von den 9 Würfeln verursacht hier einen erfolgreichen Treffer.
Die Einsen haben nicht getroffen. Macht insgesamt 6 erfolgreiche Treffer. Diese 6 erfolgreichen Treffer werden nun nochmal gewürfelt, um zu verwunden, beziehungsweise die gleiche Anzahl für Würfel. Ihr könnt hier natürlich auch andere neue Würfel nehmen, wenn ihr das möchtet. Und wie auch bereits beim Schießen, man sieht sich nun das Profil der Einheit an, die attackiert wird, in diesem Fall die Schneetrolle. Diese haben einen Defense-Wert von 5 plus, werden also auf die 5 oder 6 verwundet. Aber zusätzlich gibt es auch hier wieder die Möglichkeiten für diverse Sonderregeln. Zum Beispiel haben die Ogre-Krieger Crushing Strength 1, was ihren Verwundungswurf um 1 verbessert. Somit verwunden die Ogre nun nicht auf die 5 plus, sondern bereits auf die 4 plus. Macht insgesamt 4 Verwundungen und diese 4 Verwundungen werden hier nun wieder bei den Trollen markiert. Die haben bereits 9 Wunden bekommen nun die 10. Wunde und noch 3 dazu. Der zu diesem Nahkampf gehörende Nerf-Test wird hier aber sofort durchgeführt, nachdem alle Einheiten, die am Nahkampf beteiligt sind, vom aktiven Spieler ihre Attacken durchgeführt haben und nicht wie in der Schussphase erst ganz am Ende der Phase, sondern jedes Mal, sobald ein Nahkampf durchgeführt wurde und abgeschlossen ist. In diesem Fall haben unsere Ogre-Krieger 4 Punkte Schaden verursacht und der Nerf-Test ist sofort fällig, funktioniert auch wieder auf die gleiche Art und Weise wie in der Schussphase. Man wirft 2 Würfel, eine 4 und eine 6 und addiert dazu den aktuellen Schaden, den die Einheit bereits erlitten hat. Wie wir sehen, dieser ist 13, also 13 plus die 6 ergibt eine 19. Dieses Ergebnis wird wieder wie zuvor mit den beiden Nerf-Werten verglichen. Der Zieleinheit, in diesem Fall der Trolle, diese haben leider nur einen Nerf von 12, 15. Also diese 19, die wir hier insgesamt erreicht haben, ist bei weitem zu hoch und damit ist diese Einheit vernichtet und wird aus dem Spiel entfernt. Und dazu kommt aber auch noch, dass tatsächlich diese Ogre-Krieger noch die Sonderregel Brutal hätten, welche diesen Wert sogar noch um 1 steigern würde. Also wäre unser Nerf-Test insgesamt sogar eine 20 gewesen. Nachdem nun dieser Nerf-Test abgeschlossen ist, hat die attackierende Einheit oder alle attackierenden Einheiten, sofern sie wie hier in unserem Fall nicht mehr mit einem Gegner im Nahkampf stehen, nun die Möglichkeit, verschiedene Dinge durchzuführen. Zum Beispiel könnte sich die Einheit neu ausrichten. Dazu könnte sie sich auf der Stelle frei neu ausrichten, zum Beispiel so. Man hätte aber auch die Möglichkeit zu sagen, man möchte quasi überrennen. Dann würde die Einheit hier einen W6 würfeln nach dem Nerf-Test und müsste sich das Ergebnis, in diesem Fall 3 Zoll, nach vorne bewegen in einer geraden Linie, um so ihre neue Position zu erreichen. Und genau auf diese Art und Weise wird jetzt jeder Nahkampf für sich abgehandelt. Trefferwurf, Verwundungswürfe, Nerf-Tests, eventuelle Einheiten entfernen, wenn diese vernichtet wurden, neu ausrichten bzw. überrennen. Wenn alle Einheiten durch sind, ist die Nahkampfphase auch schon zu Ende. Das waren sie auch schon, die 3 Phasen, die im Spiel wichtig sind: Bewegen, Schießen, Nahkampf. Natürlich gehört hier noch sehr viel mehr dazu, denn es gibt einen Bunch von Sonderregeln, wie wir auch bereits gesehen haben, die eben verschiedene Effekte im Spiel haben können und die zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Spiel ihre Anwendung finden. Aber ich glaube, was ganz gut zu sehen ist, das Spiel funktioniert eigentlich recht schnell und einfach und man sieht auch, würde man das Spiel hier auf eine größere Ebene bringen,
wird man auch recht schnell mit einem Spiel in 2-3 Stunden durchkommen, auch bei einer großen Turniergröße oder eben einem regulären Spiel von 2000 Punkten oder auch größer. Und genau eben diese Sonderregeln, die hier noch so zum Einsatz kommen, die die verschiedenen Einheiten haben, ist auch das, was die verschiedenen Fraktionen voneinander unterscheidet und auch dann einzelne Armeen untereinander, wenn zwei Spieler dasselbe spielen, weil vielleicht andere Einheiten zum Einsatz kommen in ihren jeweiligen Armeelisten. Vielleicht noch als persönliche Note von mir, was ich sehr schön finde, ist eben einfach, dass man keine einzelnen Modelle entfernt, sondern ganze Einheiten vom Spiel. Da wirkt einfach das ganze Spielfeld ein bisschen attraktiver, wenn eben nicht so einzelne Modelle hier und da herumlaufen, sondern die eigentlich zu größeren Einheiten gehören, sondern man immer die ganze Einheit auf dem Spielfeld sieht. Wie ich zu Anfang bereits gesagt habe, falls es euch interessiert, es gibt hier auch noch einen ganzen Spielbericht, der etwas länger dauert, wo wir uns die Regeln auch nochmal im Detail etwas mehr ansehen, wo ich noch etwas genauer eben eingehe auf die einzelnen Phasen, die wir uns gerade angesehen haben, wo wir diese wirklich Schritt für Schritt durchmachen, in jedem Zug, in jeder Runde. Das ist vielleicht für den einen oder anderen interessant, der ins Spiel gerade einsteigt, oder soll vielleicht auch ein bisschen Unterhaltung bieten als Battle Report für Leute, die bereits Kings of War spielen. Und wie gesagt, findet ihr das in der Videobeschreibung von diesem Video hier. Was ihr ebenfalls noch finden werdet in der Videobeschreibung, ist ein Link zu meinem Newsletter, den ich eingerichtet habe. Dort könnt ihr euch anmelden und bekommt unter anderem Infos zum Hobby, zur Community. Ihr könnt euch dort auch über die Webseite bei mir melden, wenn ihr einen Spieleclub habt oder ein Geschäftslokal oder einen Shop. Dann kann ich euch hier in eine Liste eintragen bei mir auf der Webseite mit Link, wenn ihr das möchtet. Und ansonsten, wie gesagt, habt ihr die Möglichkeit, euch hier zum Newsletter auch anzumelden und bekommt dann immer wieder News von mir zum Hobby, zu dem, was hier auf dem Kanal passiert, auch eventuell eben zu neuen Videos, die gerade veröffentlicht werden oder worden sind. Und vielleicht ganz interessant für Kings of War, die bevorstehende Painting Challenge im Herbst, die weitergehen wird. Das wird auch über diesen Newsletter abgewickelt werden, damit ihr einfach auch weniger Aufwand hier habt und nicht immer nachschauen müsst, was die einzelnen Schritte sind.